So, ich habe mir was anderes überlegt, um es einfacher zu machen. Es ist jetzt trocken. Ich werde jetzt hier auf das Bild quasi Pappe drauf machen und dann von oben mit Weiß sprühen so ein bisschen, dass ich das so ein bisschen einnebel. Ich hoffe, das funktioniert. Schauen wir mal. So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Ja, wie ihr seht, es hat geklappt. Ja, okay, hier sind ein paar weiße Punkte, so 1, 2. Ja, war eine blöde Idee von mir, aber okay. So, jetzt bin ich am Überlegen, welche Farben nehmen wir denn? Machen wir das grün? Oh, das Base grün und ihn so Sandton? Hätte ich schon irgendwie Bock drauf. So Sandtonmäßig. So ein bisschen, ja, lehmig. War ich am Überlegen, ob man so Lehmgebäude nehmen kann. Ich werde das einfach mal testen, so ein bisschen lähmisch. Ich glaube, dafür nehmen wir hier Sandgolem. Sandgolem klingt gut. Und dann schauen wir mal, was wir noch so da machen können. Ich habe festgestellt, ich muss noch ein paar neue Modelle drucken. One Page Rules hat jetzt Zwerge auf Motorrädern rausgebracht. Was ist besser als Science-Fiction-Zwerge? Genau, Science-Fiction-Zwerge auf Motorrädern. Na, guck mal, das hat doch was hier. So. Nur mal kurz trocknen lassen und dann überlege ich mir mal, was ich noch so treibe mit dem Ding. So, jetzt haben wir das nämlich auch fertig. Und jetzt werden wir mal schauen, dass wir das hier erstmal ein bisschen grün grundieren. Genau, wir nehmen einfach ein bisschen Goblin Green. Und den brauchen wir dafür nicht. Wir nehmen hier einfach den großen. So, das wird jetzt einfach nur grün gemalt und dann kommt da später einfach ein bisschen Oregano drüber, sag ich mal. Weil, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber Gewürze könnt ihr auch, diese getrockneten Gewürze könnt ihr super nehmen, um euch ja, Basenstreu zu bauen. Ja. Könnt ihr gut mischen. Weiß nicht, Thymian oder Rosmarin. Ne? Rosmarin hast du dann auch so Nadeln und Thymian hast du auch so nadelmäßig. Kann man so Nadelwaldboden machen. Bei Petersilie etc. Kannst du mit Petersilie und Oregano und so kannst du halt Waldboden machen, und wenn ihr ein bisschen Farbe wollt, nehmt ihr noch Chiliflocken dazu. Bisschen Erde von draußen könnt ihr auch nutzen. Die ordentlich trocknen, am besten im Backofen, da sterben dann die Bakterien ab und die Tierchen. Ja, da kann man viel selber machen. So, haben wir fertig. Jetzt lassen wir das wie immer erstmal trocknen. So, trocken ist es jetzt hier. Jetzt müssen wir natürlich hier noch gucken, diese ganzen Klebedinger. Hatte ich ja gesagt, da wollte ich andere Farbe machen und hier auch ein bisschen. Da werde ich jetzt wieder mal genau, nämlich hier das Bone White einfach. Ich glaube, das passt da ganz gut zu. Dann habe ich den Großteil hier tatsächlich fertig. Dafür nehme ich aber auch einen kleineren Pinsel. Ich fange jetzt hier mal.
Ja, ich glaube, das passt ganz gut, oder? Was sagt ihr? So, farbetechnisch passt das, glaube ich, ganz gut. Das Gute ist ja, das muss auch nicht unbedingt ordentlich sein. Muss nicht so ordentlich sein, weil da kommt ja noch ein Wash drüber und alles. Ja. Dann hat man da so ein bisschen Farbwechsel. Das ist halt Natur, ne? Das soll halt ein Lehm, Erde, Hausmäßig sein. So ein bisschen. Wobei ich mir überlegt habe, eigentlich könnte man hieraus auch aus diesen ganzen Bechern und so, könnte man auch super was für Tyranniden oder irgendwelche Außerirdischen machen. Ja, da kann man ja so ein bisschen Natur, also so ein bisschen organisch, meine ich, dann kann man das ja auch bemalen. Und dann geht das ja auch super. Kann man garantiert hier draus auch machen. Aber das nächste Mal mache ich jetzt, gucke ich mal, ob ich daraus ein paar Ruinen machen kann. Ein paar. Ich habe noch so ein paar Joghurtbecher. So, mein Dank geht natürlich auch wieder an alle meine lieben Abonnenten. Ihr seht die jetzt hier eingeblendet. Danke, dass es euch so gefällt. Freut mich. Und ich arbeite immer dran, es ein bisschen besser zu machen, als es schon ist. Ja. Ich habe jetzt mal hier Schnelllauf gemacht, weil ihr müsst ja jetzt nicht sehen, wie ich den ganzen Kleinkram mache. Als nächstes werden wir mit Bastelleim mal eben die Base bestreichen. Und dann nehmen wir uns ein bisschen Gewürze und würzen das Ganze. Einmal mit Basilikum. Das ist der ganz handelsübliche Basilikum, den man auch zum Kochen benutzt. Streue ich jetzt hier so ein bisschen drüber. Dann haben wir das nämlich auch schon. Ich finde das immer ganz schön, weil das dann so ein bisschen bunte Mischung reinbringt. Wie ihr gleich sehen werdet, das Gekaufte ist halt, ja, man sieht halt, dass es gekauft ist. Und wenn man dann dazwischen noch so ein bisschen Gewürze hat, erstens riecht dann das Base ganz nett. Und zweitens bringt das halt so ein bisschen Natürlichkeit rein, ne? Dann haben wir nämlich hier noch als nächstes, was habe ich denn hier? Dillspitzen, genau. Ja. So viel Fisch wird bei uns nicht gegessen, kann ich benutzen. So. Das ist doch jemand, der an der Nordseeküste wohnt. Unfassbar. Nein. Ne, da kommen ein bisschen Dillspitzen dazu. Zack. Seht ihr schon, das sieht schon ganz nett aus. Und jetzt hier einfach ganz normal, ne, Grasstreu, sag ich mal, aus dieser tollen Flasche. Ich finde die eigentlich gar nicht schlecht. Muss ich sagen. Ist besser als mit der Hand. Ich wollte jetzt gerade schon sagen, dann habt ihr nicht immer alles an der Hand. Aber der Witz ist halt, wenn wir das jetzt gleich aufräumen, haben wir das auch trotzdem an der Hand. Aber ich finde, das sieht besser aus. Ja, wenn man das so ein bisschen reinpustet, weil dann bleiben ja auch mal ein paar Sachen stehen. Also ein paar Grashalme und liegen nicht flach auf. Ein bisschen abklopfen, zack, fertig. So, dann holen wir uns jetzt mal eben meine schöne Kiste. Da habe ich so Grasbüschel, ja, so Kork, was sage ich dazu? Korkknubbel, quasi als Steine. Und ja, so ein bisschen Ranken und sowas, weil ich hatte vor, so ein bisschen Ranken an die Mauern zu machen. Weil ich habe dummerweise ja verpeilt, dass diese 5-Minuten-Terrine, die unten ist, die hat ja diese Griffe. Ne? Und da wollte ich dann Ranken reinmachen, dass das nicht mehr ganz so doll auffällt. Weil ich muss zugeben, ich hatte jetzt keine Lust mehr, noch Resin und so anzurühren. Ja, und dann wird da jetzt ein bisschen Deko drauf gemacht. Und dann haben wir es. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es euch gefällt. Lasst gerne auch ein Abo da. Würde mich freuen, damit wir hier schön viele werden. Wenn ihr noch Tipps habt oder so, gerne auch in die Kommentare.
Ne? Oder schreibt mal in die Kommentare, womit ihr eure Gebäude baut. Ich habe mir schon überlegt, ich habe hier noch so, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, so ähnlich wie Knetmasse, aber die trocknet halt in der Luft. Und da habe ich mir schon überlegt, ob ich mir aus dem Joghurtbecher quasi so ein Gerüst baue und dann mit diesem Knetzeug, Fibo heißt das, glaube ich, ob ich da dann quasi so Mauerreste draus baue und die Becher als Unterlage benutze quasi. Aber das sehen wir dann im nächsten Video, was ich dann mache, was Gelände angeht. Ja. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich finde mein Gebäude ganz cool. Und dann sehen wir uns Montag im Livestream oder halt im nächsten Video. Bye, bye.